Das Offroad-Beast von Hymer, der MLT 570 Crossover als Einzelstück. Somit herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik und ich möchte Ihnen euch zeigen ein Einzelstück von Hymer, der MLT 570 Crossover. Wir fangen auch direkt in der Heckgarage an. Zuladung 350 Kilo. Diese Ballonreifen sind jetzt mit dabei. Wir brauchen sie nicht, weil wir haben viel geilere Felgen da drauf. 2x 230 Volt Steckdose. Hier könnt ihr entspannt euer E-Bike oder was auch immer ihr laden möchtet aufladen. Ein super geiles Regal. Hier hinten im Heckbereich, wo ihr auch wirklich viel reinbekommt. Ja, also mit so einem Wagen, da kann man reisen. Ich muss sagen, mich hat er richtig geflasht. Geiles Fahrzeug, ein absolut geniales Fahrzeug. Das sind die Delta-Felgen Gun Metall Grey mit einem Gummi von Loader Tire 255 55 R18, 18 Zöller. Phänomenal. Wir gehen auch gleich mal rein in das Fahrzeug und wir haben hier eine wunderschöne Dinette. Natürlich das Ganze auf Mercedes, auf einen Mercedes Sprinter mit einer 6-Gang manuellen Schaltung, 163 PS, Euronorm 6. Im Übrigen hat das Fahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von 4100 Kilo. Direkt über dem Fahrerhaus sehen wir die wunderschöne Ambiente-Beleuchtung. Ich dachte erst, die können wir hier öffnen, aber ich habe es jetzt nicht aufbekommen. Wunderbar mit diesem phänomenal großen Fenster. Hier die Bedienpaneele von Truma, von Hymer. Die Aufbautür mit Fenster. Auch hier haben wir noch eine 230 Volt Steckdose. Der übliche Hymer Eimer. Ich muss sagen, ich finde den Wagen so genial. Auch mit Vorhang, so dass du den ganzen Bereich schön auch abdunkeln kannst. Das Fahrzeug ist ein Gebrauchtfahrzeug, sprich es ist von 2019, hat 21.650 Kilometer auf der Uhr. Hier der 32 Zoll Fernseher. Ich bin beeindruckt. Es ist so ein super schönes Fahrzeug. Und auch hier den Tisch kannst du stufenlos absenken. Kannst natürlich auch hier ein weiteres Bett mit einbauen. Die Klappe, die lässt sich nicht öffnen. I don't know. Ich bekomme es nicht hin, was dahinter sich befindet. Ich kann es euch leider nicht sagen. Und auch hier ein schönes Fenster nochmal. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal von oben an. Ich steige auf die Leiter und siehe da, was für ein tolles Aufstelldach. Also hier hast du auch nochmal richtig viel Platz zum Schlafen. Auch hier ein kleines Dachfenster mit dabei. Sehr dunkel gehalten. Kannst auch natürlich öffnen und hier ein bisschen die Sonne reinblinzeln lassen. Genial. Natürlich auf allen 3 Seiten. Sprich, man hat hier einen perfekten Rundumblick. Mich hat er gefesselt, der Wagen. Allerdings, ich sag's euch gleich, der Preis, der spricht für sich. Fahrzeugpreis liegt nämlich hier bei sagenhaften 109.900 Euro. Wie gesagt, es ist ein Gebrauchter, aber er ist mega. Die Ambiente-Beleuchtung finde ich traumhaft schön. Und auch die indirekte Beleuchtung, es macht wirklich viel aus. Es gibt dem Ganzen so einen richtig weichen, entspannten Wohlfühl-Touch.
geil. Hier auch noch 230 Volt, 12 Volt Steckdose. Ich bin so am Schwärmen, dass ich kaum noch erzählen kann, was wir hier alles mit dabei haben. Und Hängeschränke über der Küche, so wie von Dometic, ein 3-Flammen-Gasherd mit einer Elektrozündung, das Waschbecken direkt daneben. Ich hätte es schön gefunden, wenn es alles in einem ist, dass man schön abwischen kann. Ist jetzt leider nicht so. In der ersten Schublade befindet sich der Besteckkasten. Hier auf der rechten Seite sowie direkt darüber befindet sich der Gasblock. Die Schubläden haben eine Zuladung von bis zu 15 Kilo. Mehr sollte tatsächlich nicht drin sein, weil es muss ja nicht sein, dass irgendwas während der Fahrt kaputt geht. Hier unten auf jeden Fall reichlich Platz für Töpfe. Kleiner Mülleimer ist mit dabei. Direkt daneben befindet sich ein riesengroßer Absorber-Kühlschrank von Tedford mit einem Gefrierfachvolumen von 15 Liter. Und ja, hier, also diese Eiswürfelbehälter, der ist mit dabei. Und der Kühlschrank selber hat ein Fassungsvolumen von 133 Liter. Also hier kann man wirklich entspannt auf Reisen gehen. Und gerade wenn man sagt, man fährt jetzt mal wirklich durch die Wüste, ist das hier gar kein Thema. Auch unten unterm Kühlschrank befindet sich noch eine weitere Stauklappe, wo ihr wirklich all eure wichtigsten Utensilien mit unterbekommt. Und ich würde sagen, wir schauen uns doch auch gleich mal das Riesenbad an. Klar, da fällt als erstes mal die Tedford Kassettentoilette auf. Hier ein kleiner Apothekerschrank mit einer 230 Volt Steckdose. Großer Spiegel. Das Waschbecken. Das kann man nämlich jetzt halt hier rausziehen, und zwar, jetzt pass auf, hier unten, dann geht die Wand nach vorne, seht ihr es, und jetzt kann man es wunderbar rüberschieben und ihr habt eine richtig schöne, große, abgetrennte Dusche. Leider ohne Fenster, das wäre natürlich jetzt noch ein Highlight gewesen. Der isolierte Frischwassertank hat ein Fassungsvolumen von 120 Liter sowie Abwasser von 100 Liter. Wir schauen uns jetzt den Schlafbereich an und ich kann euch sagen, da hängt eine Spinne. Ich habe eine Spinnenphobie, ich hasse sie. Ja, das Schlafzimmer ist riesig. Wunderschön. Auf beiden Seiten wieder mit einem Fenster. Finde ich persönlich super wichtig. Hier einmal 230 Volt Steckdose sowie ein 12 Volt und zweimal USB Anschlüsse. Hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euer Handy, euren Wecker, alles reinzustellen, reinzulegen, aufzuladen. Die Schränke sind mit einer Schrankbeleuchtung ausgestattet und direkt drüber die indirekte Beleuchtung. Die wichtigsten Details werde ich euch jetzt mal schnell mit einblenden. Wem das Ganze zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken, in Ruhe durchlesen. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen. Es sind die 2 Längs-Einzelbetten, die wir jetzt zu einer großen Spielwiese umbauen. Und also ich würde mal sagen, hier, da sehe ich mich. Also eine riesen Spielwiese. Und das mit dem Dekor, das ist wirklich, wirklich schön. Die Drittstufe, hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, was einzulegen. Direkt darunter befindet sich jetzt der Frischwassertank. Wie gesagt, 120 Liter. Auch hier nochmal ein Kleiderschrank. Hier fehlt jetzt tatsächlich die Schrankbeleuchtung.
Ist aber nicht weiter wild, weil eine externe Schrankbeleuchtung verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung. Aber dieser Schrank ist wirklich verdammt groß. Also hier kriegt ihr so viele Klamotten mit, wie ihr wahrscheinlich nie anziehen werdet. Und das Wunderschöne ist, man kann ihn auch von oben beladen. Also das ist natürlich ein absolutes Träumchen, muss man sagen. Auf der anderen Seite, da ist es kein so ein großer Kleiderschrank mehr, aber es geht verdammt tief rein. Also hier könnt ihr eure T-Shirts wunderbar schlichten. Mir persönlich gefällt der Hymer verdammt gut, muss ich sagen. Wer sich dieses Fahrzeug jetzt live ansehen möchte, kommt nach Sulzermoos zum Freistart. Da steht er aktuell noch. Ansonsten sind wir am Ende. Mir hat es verdammt viel Spaß gemacht mit euch. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert doch kostenlos den Kanal. Macht's es gut. Ciao, euer Dominik.